Wir schauen auf Fiserv. Fiserv ist vielleicht dem einen oder anderen ein Begriff. Ich hatte da mal eine Position aufgebaut, habe sie dann aber hier im Oktober auch relativ zeitnah wieder glattgestellt mit minimalem Verlust, glaube ich. Das war nicht viel, falls wir nicht sowieso Break-Even rausgekommen sind. Zum Glück, denn danach ging es dann eben in den Zahlen hier sehr dynamisch nach unten. Und wer dann eben gedacht hat, damit ist das Schlimmste vorbei, ja, weit gefehlt. Seitdem läuft die Aktie hier wirklich Monat für Monat für Monat weiter nach unten, hat jetzt gestern nochmal um die 11% verloren. Und ja, vielleicht erstmal kurz dazu, was Fiserv überhaupt macht. Ja, ist so ein klassischer Fintech- und Zahlungsdienstleister. Also die stellen quasi die Infrastruktur bereit, mit der eben Banken oder Händler oder Finanzdienstleister Zahlungen abwickeln und eben auch digitale Finanzservices anbieten. Und hier hat man jetzt eben auch wieder ein Offer rausgebracht, ein sogenanntes Tender-Offer für ausstehende Anleihen. Das heißt, man versucht hier eben fällige Anleihen vorzeitig zurückzukaufen. Im Prinzip macht das immer Sinn, ja, denn damit kann man eben die eigene Kapitalstruktur ganz gut anpassen, hat hier eine gute Chance, eben die Bilanzen zu verbessern in der Art und Weise, dass man hier so eine Art Fälligkeitsmanagement betreiben kann. Also man kann im Prinzip Anleihen, die in den nächsten paar Monaten oder in den nächsten ein, 2 Jahren fällig sind, hier zurückkaufen und gibt dafür eben neue Anleihen raus, die deutlich weiter hinten liegen und kann damit die Zahllast dann weiter nach hinten verschieben und vielleicht manchmal sich dann auch zu besseren Konditionen refinanzieren. Das ist der Grund eben, warum die Aktie unter Druck kommt. Ja, Anleihenemission löst immer erstmal Druck aus. Und auf der anderen Seite haben wir hier auch noch einen CEO, der nach nur 13 Monaten Tätigkeit bei Fiserv das Unternehmen wieder verlässt und eben jetzt zu Truist Financial wechselt. Und das war hier eine ganz, ganz ungünstige Mischung, dass man eben zum einen diese Bond-Rückkäufe hier startet und dafür eben neue Schulden aufnimmt und auf der anderen Seite eben ja diesen Managementwechsel hat. Sehr ungünstige, äh, ja, sehr ungünstige Kombination. Ähm, ein recht bekannter Händler, der höchstwahrscheinlich hier schon deutliche Long-Positionen aufgebaut hat, weil er sich schon diverse Male positiv zu Fiserv geäußert hat, ist tatsächlich Michael Burry. Michael Burry hat aber auch wohl Positionen in PayPal und Ähnlichem. Also ich finde die Auswahl der Positionen von Michael Burry in der letzten Zeit etwas fragwürdig. Ich kann viele Dinge, die er hier umsetzt, nicht so richtig nachvollziehen. Und dazu gehört auch tatsächlich diese Fiserv-Position. Denn es ist natürlich immer schön, ja, wenn man der Meinung ist, man kann Unternehmen hier sehr sauber fundamental bewerten. Und das kann man hier sicherlich auch. Ja, wir stehen hier inzwischen bei einem 6er Kurs-Gewinn-Verhältnis in der Fiserv. Damit ist die natürlich günstig. Wenn wir uns das im Price Earnings to Growth anschauen, stehen wir hier bei 0,74. Also die Aktie ist per Definition wirklich günstig. Aber oft ist es eben so, dass diese Aktien, wenn sie so billig sind und trotzdem immer weiter abgestraft werden, dass das Ganze nicht ohne Grund passiert. Ja, und wir haben das ja auch gesehen bei Adobe. Und auch Adobe ist so eine Position von Michael Burry, wenn ich mich nicht irre. Und er ist also dabei, wirklich immer weiter dann in diese fallenden Messer reinzugreifen. Ich finde das sehr riskant. Da braucht man wirklich tiefe Taschen für und eben auch die Möglichkeit, dann vielleicht mit so einer Art Martingale-Strategie immer, wenn es weiter runtergeht, nochmal was nachzuschieben, um eben auch den durchschnittlichen Einstiegskurs irgendwo halbwegs nah am aktuellen Kurs zu halten. Das ist nicht meine Art zu handeln und auch nicht meine Vorgehensweise, aber gut, das muss am Ende jeder selber wissen. Aber das eben mal soweit zu Fiserv. Und wenn wir uns dann vielleicht dieses Sechser-Kurs-Gewinn-Verhältnis nochmal anschauen, im Verhältnis zu dem, was denn hier erwartet wird in der nächsten Zeit, ja, dann ist es eben durchaus so, dass wir hier für die nächsten 2 Quartale mal wieder ins Wachstum reinkommen sollten im Vergleich zu dem, was wir im Vorquartal gesehen haben. Das wird dann aber am Ende auch drauf ankommen, ob wir hier weitere Verfehlungen der Erwartungen sehen oder ob man tatsächlich dann auch irgendwann wieder die Erwartungen erfüllt. Also zumindest sehen wir, dass sich über die letzten Monate die Lage in Fiserv deutlich verschlechtert hat. Und von daher wundert es mich auch nicht, dass wir inzwischen hier das 4. Quartal in Folge gesehen haben, in dem institutionelle Investoren immer mehr aussteigen und diese Aktie aus ihren Fonds rausschmeißen.
Nvidia, Tesla, Palantir. Welche Aktie bewegt morgen den Markt? Genau das schauen wir uns jeden Tag um 13 Uhr live im OnVista YouTube-Kanal an. Ihr entscheidet im Chat mit, welcher Titel drankommt. Also Kanal abonnieren und morgen live dabei sein.